Die 3 Ausflüge, die ich jetzt in diesem Film beschreibe, sind alle vom Terrassencamping Maltatal aus unternommen. Ich fahre erstmal mit meinem Rad 1,4 Kilometer das Maltatal hinunter, immer an der wildromantischen Malta entlang, um in den Eselpark zu kommen. Auf 30.000 Quadratmeter leben über 100 Tiere, am meisten Esel. Die niedlichen Eselfohlen gibt es jedes Jahr wieder aufs Neue. Fast alle Tiere bewegen sich frei und dürfen gestreichelt werden. Die kleinen Alpaka-Babys sind besonders ruhig und flauschig weich. Striegeln ist hier angesagt. Und das machen nicht nur die Kinder gerne. Ja, und wer ist denn hier die Schönste im ganzen Land? Wie ihr seht, gibt es hier auch einige Ziegen und Kamele. Nach einer Stunde verlasse ich das Gelände wieder. Ja, und die Esel, die winken mir zum Abschied alle ganz freundlich zu. Mein Weg führt wieder zurück und das Maltatal hoch. Ist das ein herrliches Stückchen Erde? Ein Traum. Ab dem Campingplatz sind es 5,4 Kilometer bis zum ersten großen Wasserfall, dem Fallbach. Und wieder führt der Radweg am schönen Maltafluss entlang. Von weitem sehe ich ihn schon, den höchsten freifallenden Wasserfall in Kärnten. 220 Meter stürzt das Wasser über eine Felswand in die Tiefe. Ich kaufe mir eine Eintrittskarte. Hier bekomme ich 30% Rabatt mit der Kärnten-Card und betrete das Areal. Der Weg führt am Wassererlebnispark, der im Eintrittspreis inklusive ist, vorbei. Erstmal ein wenig aufsteigend, aber immer mit dem Blick auf diesen beeindruckenden Wasserfall. Sich hier an diesem Kraftort aufzuhalten, ist zwar ein bisschen sehr laut, aber es tut unheimlich gut, weil beim Aufprall des Wassers ein wohltuender sogenannter Feuchtionenwind entsteht, der eine regenerierende Wirkung auf die Atemwege und das Nervensystem hat. Der ultimative Freizeitspaß unter dem Wasserfall ist der auf dem 10.000 Quadratmeter gelegene Wasserspielplatz. Jedes Kind in jeder Altersgruppe findet hier seinen Lieblingsspielplatz mit, im und am Wasser. Den Abschluss bildet ein schönes Tipi-Indianerzelt. Das war's für heute. Ich fahre mit meinem Rad wieder auf dem Campingplatz zurück. Morgen geht's weiter. Heute ein neuer Tag und heute eine neue Wasserfallwanderung. Die Wasserarena Gößfälle, 6,2 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Als ich am ersten Wasserfall von 30 Meter Höhe stand, der übrigens auch mit Kinderwagen und Rollstuhl vom Parkplatz aus zu befahren ist, ahnte ich noch nicht, wie mir dieser Weg an einem einzigen Wasserfall, der sich 2,2 Kilometer bei nur 136 Höhenmetern in die Schlucht hineinzieht und immer wieder in beeindruckendem Maße über Felsformationen hinabstürzt, wie mich dieser Wasserfall beeindruckt. Es ist auch der Wassergedankenweg, der hier über Stock und Stein den Berg hochführt. An einigen Schautafeln findet man Zitate von Dichtern und Denkern zum Thema Wasser.
mein Lieblingszitat war: Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück. Von einem griechischen Philosophen ca. 600 vor Christi. Hoch zu geht der Blick immer wieder mal links hinunter zur wildromantischen Schlucht. Ich traf einen Naturwissenschaftler, der damit beschäftigt war, Fotos für seine wissenschaftlichen Vorlesungen zu schießen. Kam mit ihm ins Gespräch und erfuhr in 20 Minuten mehr über Pilze, wie ich in meinem ganzen Leben bisher noch nicht gewusst hatte. Das ist ein Schwefelpoling. Wurde mir jetzt gerade gesagt, ich hätte es nicht gewusst. Kann man im jungen Stadium essen. Ein Semmelbohrling. Stoppel. Ein Semmelstoppelpilz. Ja, genau. Ist denn das? Hier sehen wir eine gelbe Lohblüte. Das ist eine Zwischenform zwischen Pilz und Tier. Eigentlich kein Pilz, aber auch kein Tier. Und könnte sich, wenn ein Nahrungsmangel wäre, sich fortbewegen am Boden. Was es alles gibt. Und ehe ich mich versah, ging es über eine wunderschöne Holzhängebrücke, die wunderbar schwankte beim Darüberlaufen. Aber ganz grandios war der Blick von der Mitte der Brücke hinunter zum dritten Gößfall. Das war ein absoluter Wow-Effekt. Aber schaut selbst. Auf dem Rückweg habe ich mich auf den glatt geschliffenen Granitplatten mitten im Fluss ganz alleine pudelwohl gefühlt. Als ich wieder am Ausgangspunkt der Wasserarena, dem ersten Fall war, konnte ich noch die Canyon-Sportler beobachten, wie sie in das 5 bis 7 Grad kalte Wasser sprangen. Ich fand diesen in der wildromantischen Granitschlucht mit seinen glasklaren blauen Humpen als schönsten Wasserfall und somit als ein ganz besonderes Naturschauspiel. Heute laufe ich die Maltiner Wasserfälle. Und wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Auf geht's! 9 Kilometer vom Campingplatz in das Maltertal hinein geht es heute ab dem empfehlenswerten Gasthaus Valleralm auf dem Wanderweg Malteiner Wasserspiele. Hier erlebt man an 15 Haltepunkten und 5 Kilometer Laufzeit das faszinierende Spiel der Natur. Die landschaftsformende Kraft des Wassers von Millionen von Jahren und die imposanten Schluchten des Maltertales. So, und jetzt geht mein Weg weiter hier hoch. Und immer an dem rauschenden Wildbach entlang. Hier kann man sich quasi nicht verlaufen.
Das hier ist der zweite Fallertumpf. Er ist besonders schön. Hier sieht man gut, wie das Wasser in Tausenden von Jahren das Gestein auf beeindruckende Art und Weise kreisförmig abgeschliffen und ausgehöhlt hat. Auch das ist ein Wanderweg, aber Gott sei Dank nur ganz kurz. Und hier geht's mit Seil hinunter. Aber das werde ich nicht tun, denn das ist mir zu gefährlich. Ist das ein Traum? Wenig später wieder ein sehr beeindruckender Fall. Hier mal mit der Möglichkeit, in den Fluss zu gehen. Zum einen ein paar schöne Fotos zu schießen und zum anderen mitten im tosenden Nass die Gewalt des Wassers auf sich wirken zu lassen. Jetzt kommen wir meiner Meinung nach zum schönsten Wasserfall im Maltadal, der Melnikfall. 300 Meter stürzt er über mehrere Felsstufen in die Tiefe und prallt unten ohrenbetäubend auf die glatten Felsen auf. Ein Nebelschleier aus Wasser füllt die Umgebung. In kürzester Zeit ist die Kleidung feucht. Aber es tut so gut. Und im Sommer ist das hier auch ein ganz toller Badespaß. Unterwegs sehe ich in dieser Einöde doch ein paar bewohnte Hütten. Wie schön muss es hier sein, zu wohnen oder wenigstens ein paar Wochen im Jahr sich eine ruhige Auszeit zu gönnen. Der Dreifaltigkeitsfall. Und hier gehe ich durch ein Waldstück, was mich an Feen und Waldgeister erinnert. Also ganz was Mystisches. Achtung, Tiere! Nach der Hochbrücke, wo es noch einmal einen Wasserfall zu bestaunen gibt, ist man bald an der Malta-Hochalmstraße, Brücke Schönau, und hat es nur noch wenige Meter bis zur Alm-Gmündner Hütte. Danach ist man an der letzten Attraktion dieses beeindruckenden Wanderweges Malteiner Wasserspiele, am Blauen Tumpf. Mein Weg ist nun hier zu Ende, aber keineswegs das Ende des Tales der stürzenden Wasser. Denn das Tal zieht sich noch ca. 25 Kilometer bis zum Köln-Brenner Stausee hoch. Aber das in einem meiner nächsten Filme. Bis dann und tschüss! Wenn euch der Film gefallen hat, Daumen, Glocke und Abo, wenn ihr noch nicht habt.